Jetzt werde ich meine Strategien in diese Quotex-Live-Sitzung ausprobieren. Mal sehen, wie viel ich mit einer kleinen Ersteinlage verdienen kann und wie hoch mein Nettogewinn sein wird. Spoiler, das wird interessant sein. Hallo Leute, in diesem Video werden wir Verse von unserer Einlage durch den Handel mit der technischen Analyse-Basis durchhören. Sie haben mich mehrmals gebeten, diese Plattform zu demonstrieren, aber ich erinnere Sie daran, dass ich persönlich Pocket Option bevorzuge. Also wenn Sie einen schnell zahlenden Broker brauchen, der Link ist in der Beschreibung. Also heute werden wir die Grundlagen der technischen Analyse klären. Vor jedem Handel analysiere ich den Markt und zeige ich meinen Gedankenprozess während des Handels. Wenn Sie sich also dieses Video bis zum Ende ansehen, werden Sie in der Lage sein, das neue Wissen in der Praxis anzuwenden und schon heute zu verdienen. Lassen Sie uns dieses Währungspaar analysieren. Was sehen wir hier? Es gibt eine klare Abwärtstendenz. Hier kann man eine Trendlinie einzeichnen. Etwa so. Wir sehen, dass der Grafik viele Male mit der Linie interagiert hat. Diese Linie fungiert als Widerstand, da der Markt ständig von dieser Linie abprallt, um weiter zu senken. Irgendwann wird die Grafik diese Linie nach oben durchbrechen, sie vielleicht testen und einen Aufwärtstrend starten. Eine einfache technische Analyse wurde gerade jetzt gemacht. In dieser Situation warten wir auf eine Rückkehr zur Trendlinie, um ein Geschäft für eine Senkung zu machen oder für einen Anstieg, wenn der Preis das Niveau durchbricht. Also die Berührung ist passiert, wir machen ein Geschäft für eine Minute. Da wir die einminütige Kerzengrafik analysieren, ist die Verfallszeit eines Deals auch eine Minute. Alles ist gut in dieser Situation. Wir handeln mit dem Trend, was unsere Risiken verringert. Und es gab nicht so viele Berührungen. Allerdings hat sie die Bewegungsspanne in letzter Zeit verringert und ich würde sagen, es besteht die Chance, dass der Preis die Trendlinie durchbricht. Das macht mir aber nichts aus. Ich weiß, wie ich in beiden Situationen handeln muss. Im Grunde genommen bereiten wir uns jetzt darauf vor, dass der Grafik von der Linie nach unten abprallt und wir werden einen Gewinn erzielen. Selbst wenn die Trendlinie durchbrochen wird, werden wir den Trendwechsel verstehen, sodass wir sicher auf steigende Kurse setzen können. Super. Das erste Geschäft wird sicher mit Gewinn abgeschlossen. Betrachten wir das nächste Handelsszenario. Lassen Sie uns das zweite Geschäft auf fallende Kurse abschließen und ich werde Ihnen meine Logik erklären. Da wir nicht rechtzeitig für einen Deal in der Nähe dieser Linie warten können, die Grafik hat bereits reagiert und ist gefallen, während wir die Linie gezogen haben. Wir haben trotzdem einen Deal gemacht, der viel niedriger war, als wir es mussten. Aber hier ist der Grund für diese Entscheidung ein anderer. Hier sehen wir ein Muster namens verschlungen. Es gibt eine große grüne Kerze und eine große rote Kerze, die mit ihrem Fall das gesamte vorherige Wachstum verschlingt. Wenn sich das Muster mit dem Trend bildet und der Trend ist hier abwärts gerichtet, ist das ein schönes Signal für eine Trendfortsetzung. Wir könnten also ein Geschäft in der Nähe der Trendlinie eröffnen, haben etwas aber Pech gehabt und steigen nach dem Muster ein. Der Markt reagiert ein wenig, aber wir haben unseren Gewinn. Wunderbar. Hier ist eine horizontale Ebene. Erinnern wir uns an die Grundlagen der technischen Analyse. Horizontale Niveaus sind das Wichtigste, was wir beim Handeln im Auge behalten sollten. Das Niveau befindet sich in dieser Zone, da wir in der Vergangenheit die Reaktion der Grafik auf dieses Niveau gesehen haben. Und es ist auch jetzt wichtig, da der Preis zweimal von diesem Niveau abgewichen ist. Wenn wir die Linie ein wenig korrigieren, sieht sie so aus. Wir rechnen damit, dass der Preis von der wichtigen Zone abprallen wird, also ist das Geschäft aufwärts gerichtet. Obwohl es eine Abwärtstendenz auf dem Markt gibt, ignorieren wir sie.
Geschäft ist kurzfristig, also muss es mit Gewinn schließen. Also warten wir. Sehr zuversichtlich bringt uns das dritte Geschäft Gewinn. Wir kehren zum ersten Währungspaar zurück, bei dem wir das erste profitable Geschäft eröffnet haben. Dies ist das Szenario, das ich beschrieben habe. Die Trendlinie wird durchbrochen, wie man hier an dieser Kerze sehen kann. Dann kehrt der Kurs zu dieser Linie zurück, um sie noch einmal zu testen. Und nun ist er bereit, weiter nach oben zu steigen. Ich hoffe, das ist klar. Sehr oft bewegt sich die Grafik in der Nähe der Trendlinie, durchbricht sie, testet sie und beginnt danach schnell zu steigen. Ich hoffe, das ist also klar. Das ist, was jetzt passiert, obwohl dieser Einstieg schon viel zuverlässiger war, so dass wir das Geschäft etwas früher hätten abschließen sollen. Unser viertes Geschäft schließt jedoch immer noch mit Gewinn ab. Wunderbar. Also Leute, neue Handelssituation. Ich habe bereits die Trendunterstützungslinie eingezeichnet. Es passiert eine ziemlich unklare Sache. Die Grafik scheint auf diese Linie zu reagieren, bereit sich, aber gleichzeitig darauf, vor sie zu durchbrechen. Zeichnen wir hier noch eine Linie ein. Sie erinnert uns an eine steigende Trendfigur. Es sieht jedoch so aus, als würde sich die Handelsspanne verringern. Es handelt sich um ein steigendes Dreieck und wir alle wissen, dass diese Figur früher oder später der Beginn seines Trendwechsels sein wird. Im Moment ist der Trend steigend, das ist offensichtlich, aber sobald die Grafik diese blaue Linie durchbricht, wird sich der Trend ändern und wir werden anfangen, nach unten zu handeln. Wir warten also entweder darauf, dass der Kurs die rote Linie berührt oder auf eine Reaktion der blauen Linie. Also lassen Sie uns hier auf eine Senkung setzen. Unsere Grafik befindet sich bereits in einer sehr engen Handelsspanne zwischen den beiden Linien. Daher rechne ich mit einem baldigen Ausstieg außerhalb dieses Dreiecks. Die Grafik bewegt sich so zwischen den Linien und irgendwann muss sie wieder auf das Ausgangsniveau zurückfallen. Hoffen wir darauf und beobachten. Super, ein weiteres Geschäft wird mit einem großen Gewinn abgeschlossen und hier sehen wir den Ausstieg außerhalb dieses Bereichs. So, Freunde, hier eröffnen wir zuversichtlich ein Geschäft zum Absenken. Wie ich schon sagte, ging der Preis außerhalb dieser Handelsspanne und die Chancen mal wieder für den Test der Trendlinie nach dem Durchbruch sind hoch. Das ist genau das, was passiert ist. Hier eröffnen wir ein Geschäft für die Senkung sehr nahe. Es gibt keinen Grund zur Eile, Erwarten für die Situation, die Sie brauchen, wenn Sie einen Plan für ein Geschäft haben. Sie kennen meinen aktuellen Plan genau, also beobachten wir einfach. Also ich denke, dieses Geschäft wird ohne Probleme mit Gewinn abgeschlossen und bringt uns eine vollständig verdoppelte Einlage für heute. Wir haben sehr gut verdient. Wir haben eine Menge schöne, klare Geschäfte gemacht. Vergessen Sie nicht, dass ich kostenlose Handelssitzungen auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal abhalte. Sie können mitmachen und mit mir zusammen handeln. Der Link zu meinem bevorzugten Handelsplattform und meinem Telegram-Kanal ist in den angehefteten Kommentar. Viel Glück, bis bald. Tschüss.